Ja, und dieses Hähnchengeschnetzelte mit Nudeln ist so lecker und so einfach und schnell zubereitet. Lass uns gleich starten. Ich habe hier 250 Gramm Hähnchengeschnetzeltes, das ich jetzt mal kurz hier in dieser Schale gleichmäßig gut verteile und entsprechend jetzt mit den Gewürzen versehe. Ja, als erstes habe ich jetzt hier meine Salzmühle und die habe ich dieses Mal jetzt auch mit Pfeffer etwas gemixt, sodass Salz und Pfeffer gleich zusammen drauf kommen. Jetzt das Gewürze gut untermischen, so dass sich das Fleisch überall gut mit Gewürzen versehen ist. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte noch etwas Chilisalz dazu machen. So kam das Chilisalz noch jetzt von Gewürzen dazu. Aber das kannst du ja auch so würzen, wie du das gerne haben möchtest. Hier habe ich noch ein ganz spezielles Räuchersalz, das verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung mal. Jetzt kommen 2 Esslöffel Öl dazu und ich nehme da immer dieses Rapsöl. Das eignet sich eigentlich am besten dazu. Es ist geschmacksneutral, kann gut höhere Hitze vertragen, deswegen nehme ich das immer dazu. Und das Ganze jetzt nochmal gut umrühren, vermengen, damit die Salz, die Gewürze, Öl, alles gut mit dem Fleisch gleichmäßig verteilt ist. So, jetzt ist es soweit schon, dass alles in den Cosori, in meine Heißluftfritteuse rein kann. Aber wie gesagt, du kannst jede andere Heißluftfritteuse auch nehmen. Das ist ganz egal, welche du da hast. Einfach in deinen Frittierkorb unten reinlegen. Wichtig ist, dass es auf diesem Grissplatte liegt und nicht unten in der Schale direkt aufliegt. Ja, und wenn euch meine Videos gefallen, Daumen hoch, abonnieren oder ein Like. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich danke euch. So, jetzt schalte ich meine Heißluftfritteuse ein. Programm Airfryer habe ich eingeschalten, 180 Grad. Und von der Zeit gehe ich jetzt hier auf 15 Minuten. Start. Im zweiten Teil vom Video habe ich noch eine kurze Überraschung für dich, also bleib dran, es bleibt spannend. So, die 15 Minuten sind rum. Ich schaue nach meinem Fleisch und das Fleisch passt. Das kann jetzt so entsprechend gleich serviert werden. Ja, und schau dir an, wie köstlich das Fleisch jetzt hier aussieht. Es ist genau richtig, weil das Hähnchenfleisch will ich ja nicht trocken haben. Es soll aber auch durch sein und es ist jetzt mit dieser Einstellung genau ideal. Ja, in der Zwischenzeit hatte ich jetzt meine Nudeln gekocht mit der Tomatensauce zusammen, habe jetzt hier mein Hähnchenfleisch dazugegeben und serviere das so auf den Teller zusammen. Das Ganze kann ich aber auch ganz einfach in dem Ninja Speedy machen, weil da habe ich jetzt auch rausgeholt. Aber für die, die keinen Ninja Speedy haben, habe ich es jetzt mal so gezeigt. Noch etwas Petersilie oben drüber und du hast ein leckeres Essen. Ja, jetzt hast du gesehen, wie schnell und einfach und lecker so ein Gericht gezaubert ist in der Heißluftfritteuse. Und ganz egal, welche du hast, kannst du dieses leckere Gericht so einfach nachkochen. So, jetzt kommen wir zu der Überraschung, was ich noch versprochen habe vorne. Und zwar so leckere Kartoffelscheiben, Kartoffelchips, die lieben wir ja alle. Ja, und die Bratwurst, da habe ich noch was anderes vor mit. Aber das siehst du jetzt gleich und wir machen auch gleich volle Wolle weiter. Ja, auf den Teller siehst du so eine Bratwurströllchen und die machen wir jetzt gleich mal gemeinsam nach. Und Karottensalat, den hatte ich auch schon zubereitet. Als erstes habe ich jetzt hier diese Bratwurst, dass ich da die Haut abziehe von der Bratwurst. Ja, das sind so feine Bratwürste, die ich da genommen habe. So, nachdem die 2 Würste da gehäutet waren, war ich rübergegangen an die Brotschneidmaschine und hatte die Brotschneidmaschine ganz fein eingestellt. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Ich habe hier meine Spieße. Und jetzt wickle ich mir diese Bratwürstchen, also ich rolle die erst so etwas sachte auf, wie du jetzt hier das siehst. Und spieße jetzt so ein Stückchen von der Bratwurst nach dem anderen auf. Also immer schön etwas zusammenrollen und wieder aufspießen. Und das mache ich jetzt mit diesen ganzen Bratwürstchen, die ich hier liegen habe. So, und jetzt geht es weiter mit meinen Kartoffeln. Die sind die rohe Kartoffeln, die hatte ich jetzt hier leicht in Scheiben schon geschnitten. Jetzt habe ich hier meine Ölflasche. Jetzt werden die Kartoffeln mit Öl bestäubt. Unten liegen meine Würstchen.
Ja, und das Ganze verrühre ich, verteile ich jetzt, damit das Öl bei den Kartoffeln überall von beiden Seiten richtig gut drankommt. Ja, das dürfte jetzt lang und nochmal kurz ein bisschen Öl dazu gesprüht, wo etwas nicht ganz so dran war. Jetzt habe ich hier mein Chilisalz, mit dem ich das Ganze würze. Wird jetzt auch nochmal gut verteilt. So dass es also das Chilisalz, die Gewürze überall an den Kartoffeln gut dran sind. Ja, ich hatte noch ein bisschen Salz und etwas Pfeffer noch mit dazu gemacht. Und das Ganze wird jetzt nochmal verrührt und jetzt geht es aber schon rüber zur Heißluftfritteuse. So, die Kartoffelscheiben kommen jetzt hier oben auf die Crispplatte drauf, also bei dir in der Heißluftfritteuse dann auf deine Platte, je nachdem welche du hast. Ich hatte jetzt hier den Ninja Speedy genommen, aber wie gesagt, hätte ich genauso in der Cosori machen können. Die Heißluftfritteuse ist da ganz egal, welche du da hast. Jetzt habe ich hier meinen Wurstspieß, den ich dazu gemacht hatte, und die weiteren Kartoffelscheiben kommen dazu. Ja, es ist immer wichtig, hier die Kartoffelscheiben nicht zu dicht zu legen. Du siehst, ich schaue, dass die nicht grob übereinander liegen. Desto besser werden jetzt auch die Kartoffeln dann. So, nachdem dann alles verteilt ist, kommt jetzt der Deckel oben drauf und ich schalte das Programm Airfree 180 Grad 10 Minuten ein. Ja, mal ein kurzer Zwischenblick nach 10 Minuten, gucken wie das Ganze aussieht. Da das etwas heiß ist, habe ich hier meinen Heber, mit dem ich mir das entsprechend jetzt hier raushole. Ja, die Wurst war gut und die Kartoffeln schaue ich jetzt mal nach. Die sehen mir noch etwas blass aus, die will ich etwas knuspriger haben. Die verteile ich jetzt hier auf dieser Platte nochmal, so dass sie also wirklich nicht so übereinander liegen. Ja, und du siehst auch, das ist also ganz gut oder wichtig, dass deine Heißluftfritteuse auch nicht zu klein ist von der Fläche, dass du mit dir auch die Möglichkeit hast, überhaupt die Sachen ja, schön verteilen. So, und jetzt das Ganze nochmal zu. Und 180 Grad und 5 Minuten jetzt nur nochmal. Ja, das sieht jetzt schon mal richtig gut aus. Das kann jetzt so bleiben, das kann ich jetzt so servieren. So, das war meine kleine Überraschung noch für den Schluss. Ich denke, das hat sich doch gelohnt. Du siehst, wie lecker die Bratkartoffeln da hinten sind und es ist so einfach und so schnell in der Heißluftfritteuse noch was zubereitet. Ja, und die anderen Bratwürstchen, die hatte ich so eine kleine Stifte gerade geschnitten und hatte das so noch dazu serviert. Also siehst, Heißluftfritteuse ist einfach klasse. Du kannst so einfach schnell kleine Snacks machen. Jetzt viel Spaß und lasst Gutes gelingen.